Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Agatha Christie, die ABC-Mörders. Ich glaube, wir sind jetzt ungefähr, fast an der Stelle, wo wir das letzte Mal waren. Wir müssen jetzt nochmal kurz runter das Gespräch anhören. Aber das werden wir alle überleben, glaube ich. Weil er hat ja doch nicht mehr gespeichert das letzte Mal. Ach, das Gespräch wollen wir doch nicht mehr anhören. Wunderbar, da können wir uns ja gleich die Leiche angucken. Oder können wir noch mit denen reden? How do you do, gentlemen? Chief Inspector? Sollen wir uns doch nochmal das Fear Gespräch your an. admirer has struck again, Poirot. We haven't yet identified the victim, but it's a young woman, 20 to 25 years old. Death occurred last night between 11:30 and 1 o'clock, and we found an ABC guide on the body. Was she pretty? Come on, Poirot, that's rather out of place. It has no bearing on the murder. Are you certain? For women, it is often the most important thing. It often decides their destiny. The body hasn't been moved. You can see for yourself. Has the press been informed? Not yet, but I'm planning to. I haven't yet informed them about the presence of the ABC guide in Andover. Nobody has reported a young woman missing? Not for the moment. No witnesses, I imagine? Indeed. We've asked everybody who may have met a young woman fitting her description last night to come and see us, but I have little hope of gaining anything from it. It's early days, Chief Inspector, and the news may not have spread around the town yet. I hope you're right, Hastings. Okay, da haben wir uns das nochmal angehört. So, schön muss ich gerade husten. Und nochmal zur Info, das Spiel ist noch in der Preview-Phase, also noch nicht meckern, wenn irgendwas noch nicht ganz klappt oder nicht ganz funktioniert. Es ist noch nicht die finale Version, die kommt erst am 4. Februar raus, die ich hier spiele. Was haben wir denn da? Ein Seil. A braided silk belt. Ein Gürtel. It may have belonged to the victim. Okay. Da haben wir schon wieder das ABC-Kursbuch. The guide is open at the page for the Bexhill train times. Das war ja zu erwarten. Nackte Füße interessieren uns nicht. The young woman wasn't wearing Doch. shoes or a coat and was not carrying a bag. That's strange. Hatte gar nichts Either the dabei. murderer stole her belongings or she put them somewhere safe. Maybe so that she could bath. Ja, das kann natürlich sein. Apart from the marks on her neck, there are no signs of the struggle. She didn't manage to hit her assailant. Aber da haben wir die Markings am Hals. These marks have been left by a rope or a braided cloth. Vielleicht ja der Seidengürtel. She was a great beauty. Strange that chap didn't notice it. Da haben wir einen Schlüssel. This key is too small to be one for a house. Without a doubt, it is for a padlock. Okay. für Let ein us now try Vorhängeschloss. and get our brain cells to work. Auf welche Weise wurde das Opfer ermordet? Hatte seine Sachen nicht mehr. Hübsche Frau. Hier Seidenschal. Spuren am Hals und nicht gewehrt, würde ich sagen. Das Opfer wurde überrascht und mit ihrem eigenen Gürtel erdrosselt. The poor child must have been strangled with his braided belt. Unfortunately, in view of the fabric, it is unlikely that we will find any prints. Let us now try and get our brain cells to work. 5 Ego-Punkte und das nächste Dings. Welche gemeinsamen Punkte gibt es zwischen dem Mordfall in Andover und dem im Bexhill? Das Kursbuch natürlich. Und der Brief mit der Mordankündigung? Nein. Und das Kursbuch von Andover. Der Mörder unterschreibt seine Verbrechen mit einem ABC-Kursbuch. Wurden die Verbrechen von Andover vom selben Täter begangen? Ja. Verletzung am Hinterkopf? Hä? Spuren am Hals? Nee. Die beiden Morde wurden vorsätzlich vom selben Mörder begangen. The medical officer should confirm that the victim was strangled with her own belt. That's what I thought. She shows the usual signs of strangulation. With a little luck, we'll find prints this time. You are too optimistic, Hastings. Our killer is far too meticulous for that. So, neues Ziel als Opfer identifizieren. Das Opfer identifizieren.
Oder eigentlich kann ich mir den eigentlich genauer angucken? Ah. Ein kleiner Schlüssel an Betty Barnards. Ach, wir wissen schon, wie sie heißt. Handgelenk. Für einen Türschlüssel sieht er zu klein aus. Nummer 6. Okay. Dann gehen wir doch mal hier zur Hütte Nummer 6. 9, 8, 7, 6. Schauen wir doch mal. Überlegung, da steht aber 9. Ah. The number is upside down. This is definitely at number 6. Genau, und was steht da drunter? 715? A dual locking padlock. I need to find the code and then insert a key. Okay, das sah ja aus wie 715, was da oben steht. Ich hoffe, diesmal komme ich mit dem Code hier mal schneller zurecht. 715 und den Schlüssel. Haha! Yay, first try. So, dann machen wir das noch auf. Achso, muss ich noch... Ah, da rausziehen, okay. Dann schauen wir doch mal drin, was hier ist. Eine Handtasche scheinbar. So, was haben wir denn da? Betty's first day at work. Mom is very proud of you, Elizabeth Barnard. Und gibt auch keinen Kommentar zu ab. Betty's first day at work. Mom is very proud of you. Elizabeth Barnard, 7 August 1931. So, the young lady did have a name starting with B, and she worked as a ginger cat, an establishment that must be slightly further along the beach. Okay, dann werden wir dem nochmal einen Besuch abstatten. Bestimmt, da haben wir Schuhe. It definitely was here that the victim left her belongings. Genau, da haben wir nämlich da die The Tasche. purse is full. Yet again, we can dismiss theft as the motives for the murder. Here is the watch she must have removed to prevent it from getting wet. A top brand lipstick. She liked to take care of her appearance. As well as a photo of the victim with some company. It could be useful to me. Okay. Oh. Jap has gone to the police. The victim has been identified and her family had reported her disappearance. She was called? Elizabeth Barnard, mainly Betty. She worked as a ginger cat at the cafe slightly further along the beach. But Poirot, how on earth? Never mind. Do you have her address? Yes, she lived with her parents on the street leading to the beach, number 22. Shall we go? You are far too impatient, Hastings. Let the poor people take in the news first. Let us go and visit the cafe where Betty worked. Finde ich auch eine bessere Idee, erstmal dahin zu gehen. Aber ich wollte mir jetzt nochmal das Foto angucken. Ein Foto, das in der Strandhütte gefunden wurde. Das zeigt das Opfer neben einem jungen Mann. Ein hübsches Paar. Steht da was drauf? Nee. Gibt doch keinen Kommentar zu ab. Okay. Gut. Haben wir noch eine Möwe sitzen. Da haben wir ja alles gesehen. Dann gehen wir mal ins Ginger Cat, würde ich sagen. Und werden da mal ein paar Befragungen durchführen. Und danach erst zu ihrer Familie. Wir gehen ihm einfach mal nach. Ich hoffe, er geht auch ins Ginger Cat. Werden wir gleich sehen. Ach, da ist es. Nee, da ist es nicht. Doch, da ist es. Die Ingwer-Katze. Ingwer. I'll be with you in a minute, gentlemen. Okay, dann können wir uns erstmal ein bisschen umschauen hier. Tische, sehr schön gedeckt. Nur einer nicht. This is a well-laid table. Nothing is out of place and, above all, no creases. Okay, der Tisch interessiert uns nicht. Wir können uns ihn ja zum Spaß nochmal angucken. Hastings would probably like us to rest here, but the investigation cannot wait. Nein, auf gar keinen Fall. Können wir denn mit dem reden? A delightful cafe. So this is where Betty worked.
Yes, indeed. Let us find someone to talk to. Okay, erstmal sie betrachten. Something tells me that she's the owner of the ginger cat. Okay, she's the owner. Sie ist also der Besitzer. Eine strenge Haltung, eine Brille, ein rotes Haar, weil Ginger Cat. Ach, und die Kasse. Hinter der This Theke. woman must be the owner of the ginger cat. It looks like something is bothering her. Ja, aber was? Ich hoffe, das finden wir jetzt gleich raus. How can I help you? A hot chocolate and a tea for my friend, please. I'll bring it straight away. Danke. Lecker, eine heiße Schokolade. Kann ich mir jetzt hier irgendwas... Ah, ich kann mir da was angucken, während sie weg ist. I need to know the time range during which Betty was working on her own. Da ist der Ton ein bisschen abgeschnitten. These are the different waiting staff's bills. Which ones were written by Betty? Da brauche ich erstmal so eine Handschriftenprobe wahrscheinlich. Millie, da, Betty. Betty macht so einen sehr langen Schlenker bei einem P. Where is Betty? Hier ist Betty. Betty worked from 11 a.m. to 7:30 p.m. Would she have been alone at any time during her service? Ja, hier von Betty 5 bis worked 7. from 11 a.m. Interesting. Betty was alone between 5 p.m. and 7:30 p.m. Who did she serve? Surf, meint er wohl. Okay, zwischen 5 und 7:30 Uhr. Zwischen 5 und 7:30 Uhr. This bill may have been written by Betty. There is probably another one. Zwischen 5 und 7:30 Uhr. Hier der zum Beispiel. Most probably a single man. A whiskey lover. Maybe the murderer? Da haben wir direkt noch eins. Something's not right. Betty was alone at just one of these 2 times. Was? Most probably a single man. This bill may have been written by... Okay. 6:56 Uhr. Da haben wir noch 2 mit 5. Und um 12. Da war sie aber schon nicht mehr da. Vielleicht die hier? No, something's not right. Betty was alone at just one of these 2 times. Ja, zwischen 5 und 7:30 Uhr. Das ist 2:35 Uhr. Achso, das ist natürlich auch dazwischen, ne? Most probably a family. This bill may have been written by Betty. There is probably another one. Okay, noch eine. 1 Uhr PM. Ah, die 2 sind es ja scheinbar nicht. Sie war alleine von 5 bis 7:30 Uhr. Warte mal. No, something's not right. Betty was alone at just one of these 2 times. Hä? Jetzt macht er wieder alle weg, natürlich. So, das ist auf jeden Fall Betty. Most probably a... This bill may have been... Ja, ja. Most probably a single man. A whiskey lover. Ach, jetzt Betty reichen die served a 2 oder family was? and a man on his own. A whiskey drinker. Maybe the murderer. This information will help me to progress. What? Gentlemen, what are you doing? We are searching for clues, mademoiselle. My name is Hercule Poirot. I am a detective, and this is Captain Hastings. Does Betty Barnard work here? That is correct. She should have been here a while ago. Punctuality is the first rule of politeness. I fear that Miss Barnard will not be coming today. She has just been found, dead, on the beach a few hundred meters from the cafe. How awful. Poor young thing.
What happened? She appears to have been murdered. This is most distressing. How this will affect my business, I shudder to think. Wir sagen das nicht. What can you tell us about Miss Barnard? Nothing, absolutely nothing. Miss Barnard was my employee. Her private life was none of my business. You did know at least that she had a young man. Indeed. This photo was found. Is this him? Yes, that's him all right. But I haven't seen him for some time. Do you think there may have been some problems between them? I'm not on those sort of terms with my staff. Now, please excuse me, I have work to do. Hier ist doch sonst niemand. Du musst gar nicht arbeiten. The customer who ordered the whiskey might provide us more information. He may have been the last one to see Betty alive. It is an interesting idea, Hastings. Maybe he is a regular guest. What do you think, mademoiselle? I don't think so. Our regular guests tend to order tea and cakes. At this time of the year, there are a lot of tourists about you never see again. That's what I thought. Time to visit Betty's home. Hätte ich da was anderes sagen sollen, wären sie dann hilfreicher gewesen? Oder haben wir noch eine Musicbox, die wir uns noch angucken können? What a pity. I don't have any chance to make it work. Schade. Haben wir vielleicht einen Spiegel, wo wir noch reingucken können? Wird noch ein bisschen unser Ego boosten. Da ist ein Spiegel. Ein bisschen das Ego boosten. 3 Ego-Punkte. Yay. So, bevor wir gehen, gucken wir nochmal hier. Aber hier ist, glaube ich, sonst nichts mehr. Sie hat also was zu tun. Ja, hier ist niemand in diesem Café. Niemand. Aber Hauptsache, sie hat was zu tun. So. Dann gehen wir wieder ihm nach. Und gehen zur Familie Bernard. Bernard. Ist das hier lang? Bist du dir da sicher, Hastings? Ein Gänsemarsch hinterher. Hier, 22, genau, das hat er ja gesagt. Wenn er jetzt nicht im Weg stehen würde, könnten wir auch da reingehen. How do you do, mademoiselle? My name is Hercule Poirot. I know you. You're that detective we hear all about. I do not know if that is a compliment, but I will take it as one for now. You are Betty's sister, I believe? Yes. My name is Megan. Can we come in? Please do. Okay, dann schauen wir uns mal innen um. My parents are at the police station. I doubt they'll be up to speaking to you later. Do not worry, we will not bother them. Did you know your sister's plans for yesterday evening? No. I arrived by train this morning. My parents called me in a panic when they discovered that Betty had disappeared. She went out last night, but she didn't tell them where she was going. What was your last conversation about? Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother brought her a pair. The very day it happened. She was crying. And to think that Betty never even wore them. Poor Mummy. Oh. Neues Ziel Megan befragen, aber erstmal umschauen. Erstmal in der Tasche It would wühlen. not be polite to visit the house without being invited to do so. Okay. This Kann man- gramophone is magnificent. It is a one-off, without a doubt. Ein Einzelmodell, okay. The Barnard appear to make music a priority in their budget. Ja, hier haben wir eine Geige. Da haben wir ein Klavier. Da haben wir ein iPad. iPhone. They're all Miss Modest, but the Barnards are definitely music lovers. Das glaube ich auch. Okay. Haben wir noch was anderes, bevor wir mit ihr reden? Hastings always pays more attention when young women are being questioned. Der Hastings. Die alte... Oh, noch ein Spiegel.
Der alte Schürzenjäger. Ich glaube, nach dem Spiel werde ich mir mal das Buch zulegen. Das Buch würde ich jetzt gerne mal lesen zu dem. Es gibt ja ein Buch, die Morde des Herrn ABC. Und auf diesem Buch basiert das Spiel. Und ich glaube, wenn man das Buch gelesen hat, weiß man schon von vornherein alles, weil das echt halt sehr nah am Buch sein soll. Und man weiß dann halt schon, wer der Mörder ist und was so alles passiert ist. Ist natürlich gut, wenn man das gelesen hat und dann das Spiel auf 100% durchspielen will. Das könnte dann helfen. So, das war's für diese Folge. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei The ABC Murders von Agatha Christie. Macht's gut und vielen Dank an Gamesplan für diesen Preview-Key. Vorbestellen, da kommt jetzt der Endscreen. Macht's gut. Tschüsschen!